Mir war langweilig. Ganz kurz dachte ich, die sind weg. Ja, Hinter der Lampe vorkommen. Warte, du bleibst da stehen und ich komme hinter der Lampe vor. Ah, du kommst. Hallo. Okay. Ja. Ja? Ja? Hallo! Heute ist unsere letzte Chance. Heute haben wir +6, morgen -8 Grad. Das ist unsere letzte Chance, den Katzen die Welt da draußen zu zeigen. Sie gucken schon seit Tagen neugierig nach draußen, wollen unbedingt wissen, was da los ist. Jedes Mal, wenn wir die Tür öffnen, müssen wir schnell sein, damit die Katzen da nicht rausspringen. Und jetzt würde ich sagen, erfüllen wir ihnen mal ihren großen Traum. Tommy, magst du mit rauskommen? Komm Tommy, wir gehen. Tommy! Sehr schön. Los geht's. Ja, sofort. Ja, Mrs. Nan, es geht los. Wir gehen raus. Hey. Los geht's. Das mussten wir Mrs. Nguyen nicht zweimal sagen. Yay! Tom hingegen wartete noch auf die richtige Gelegenheit. Der erste Schritt war getan und nach einer kurzen Rückversicherung, dass die Terrassentür auch wirklich offen blieb, konnte es weitergehen. Was denken Sie wohl gerade? Weiß ich nicht. Das ist aber ein großer Balkon. Schon etwas Neues, ja? Yay! Auf der Erkundungstour hinterm Hinterhaus war Mrs. Nguyen allein. Denn Tom hatte seine Leidenschaft bereits auf Höhe der Garage gefunden. Lecker Rasen. Und hab was gefunden. Oh, Mrs. Nguyen ist auf Mission. An der Vorderseite des Hauses bot die kleine Treppe einen interessanten Punkt. Doch als ein Golden Retriever auf der Straße auftauchte, war der Ausflug vorbei. Ja, der war ganz schön groß, ne, der Hund. Da guckst du, ne? Wow. Ja, es gibt noch größere Tiere als euch. Noch größer. Es würde aber nicht die letzte Gelegenheit des Tages sein. So, was ist passiert? Also ich habe Mrs. Nguyen und Tom rausgelassen. Nein, der Satz beginnt mit mir war langweilig und ich habe Okay. mitten in der Nacht. Mir war langweilig und ich habe die Tür geöffnet. Und zwar nicht nur einmal. Während ich das Abendessen gekocht habe, hat Tuyet ungefähr 5-mal die Tür aufgemacht und gleich wieder zugehauen, als die Katzen versucht haben, sich hindurchzuschlängeln. Ohne natürlich die Katzen jetzt einzuklemmen. Aber beim 6. Mal ist es schief gelaufen. Und die Katzen sind rausgegangen und sie wollen nicht mehr rein. Und sie sind verschwunden. Und Timmy, kannst du mit mir kommen, um die Katzen abzuholen? Im Video lache ich, aber als mir die Tuyet berichtete, dass die Katzen in der Nacht verschwunden seien und auf kein Rufen und kein Flehen reagierten und unauffindbar seien, da hatte ich schon so einen kleinen Schweißausbruch. Tagsüber war alles gut gegangen, aber Katzen sind ja nun mal nachtaktiv. Und ich dachte, ganz kurz dachte ich, die sind weg. Okay. Die sind gar nicht mehr hier. Ich erinnerte mich plötzlich an all die Leute zurück, die mir geraten hatten, die Katzen am ersten Tag an der Leine zu halten, damit sie eben nicht ausbüchsen. Aber dann sahen wir die funkelnden Augen in der Schwärze. Das ist eine Katze, das beide Katzen. Noch hatten wir sie also nicht völlig verloren. Nur ob wir sie auch einsammeln könnten. Na, was heißt einfach, der rennt jetzt auch, ne? Scheiße. Das ist nicht so gut gelaufen. Hey Tommy. Tommy, komm mal hierher. Nein, gib mir mal Mrs. Nguyen. Wo ist Tommy? Da hinten. Nein, du kommst hier nicht weg.
Also sie sind wirklich Nachttiere, ja? Ja. Ist dir immer noch langweilig? Nein, nicht mehr. Heute, genau genommen gleich, kommt unsere neue Couch. Ja? Und wir haben uns überlegt, wir stellen sie hier hinten auf. Noch nicht ganz klar in welcher Ausrichtung. Damit das Platz hat, räume ich mal schnell die ganzen Tische weg. Das war's. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das hier irgendwie eine Couch werden soll. Um das Gefühl des Überfordertseins aus der Welt zu schaffen, beschloss ich zunächst einmal alle Einzelteile auszupacken und die Verpackung aus dem Haus zu schaffen. Das Resultat verhalf mir allerdings auch nicht gerade zu Seelenfrieden. Im Endeffekt war die Installation wie jedes Mal bei IKEA. Rätselraten beim ersten Teilstück, aber dafür ein belohnender Einsatz dieser Erfahrung beim zügigen Zusammenbau des Restes. Nein? Hier. Wo du gerade deine Hand drauf hattest. Hier. Nein? Junge, du hattest deine Hand hier. Ich habe gesagt, der gleiche Balken wollte unten, da ist ein Loch. Ja, das habe ich gesehen, aber dann... Falls sich übrigens jemand auch ein Sirwallen-Sofa kaufen möchte, beim Verbinden der Rückenlehne mit der Sitzfläche dürfen die Schrauben nicht festgezogen werden, ehe nicht alle Schrauben in den Löchern sitzen. Auch ist es natürlich hilfreich, eine kleine Person beim Aufbau dabei zu haben, die bodennah arbeiten kann. Also? Boah, die ist schön tief vor allem. Ja. Gut genug? So. Doch während die Couchmontage in einem akzeptablen Tempo vorankam, bahnte sich ein neues Problem an. Und ich meine nicht diesen Beinahe-Unfall, der Truitt fast ihre Finger gekostet hätte. Und auch nicht die besonders herausfordernde Zuordnung der unterschiedlich großen Rückenkissen. Nein, die neue Bedrohung hatte mehr die Natur einer Zeitbombe. Das schöne, große, teure Sofa ist aufgebaut. Jetzt gilt es allerdings, noch viele Jahre etwas von dem schönen, großen, teuren Sofa zu haben. Und deswegen müssen wir es beschützen vor unserem Feind. Und da gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten, beziehungsweise wir werden verschiedene Methoden kombinieren. Ja? Nummer 1, wir versuchen es auf die nette Tour. Da kann man dann zum Beispiel solche Kratzpappen, Kratzkartons hier anbieten, an denen die kratzen sollen anstelle von der Couch. Nummer 2, strategisch aufgestellte Kratzpfähle, Kratzpfosten. Ding Nummer 3, doppelseitiges Klebeband. Dieses Klebeband kann an Oberflächen angebracht werden und bietet für Katzen eine sehr unangenehme Haptik. Das mögen sie überhaupt nicht. Und wir hoffen, dass diese Methoden alle funktionieren, denn die Reserveoption ist eine sehr unangenehme. Zitrusspray. Katzen mögen keine Zitrusfrüchte und deswegen ist natürlich auch eine Möglichkeit, das ganze Sofa mit Zitrusspray einzusprühen und damit zu verhindern, dass die Katzen Bock darauf haben. Ja? Aber das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich nicht, dass die Katzen von dem Sofa komplett fernbleiben. Ich möchte ja eigentlich, dass sie mit uns hier liegen. Deswegen, das ist die letzte Option, wenn die anderen nicht funktionieren. Vielleicht erstmal hier. Und dann noch einen auf jeden Fall hier. Nicht auf die Couch. Nicht auf die Couch. Vielleicht erstmal eine hier. Wohnzimmer komplett zugemüllt. Eine hier. Und dann tue ich noch eine hinter das Sofa. So. Also der Team hat gescheitert, diese Rolle zu öffnen. Dann mache ich weiter. Oh. Okay, das ist eine Schicht. Ja, das ist gut. Okay. Dann kannst du schon mal ankleben. Diese ankleben. Diese, okay. Einfach hier, klebt hier.
Wirklich. Einfach hier. Ja. Okay. Diese letzte Methode mit dem Klebeband war vielleicht nicht die schönste Verzierung, die das neue Sofa verdient hatte, aber wir wollten sicher gehen. So. Dieser Couch darf nichts passieren. Mal schauen, ob das hilft. Als bald wir fertig waren, fand auch schon die erste Inspektion der neuen Kratzmöglichkeiten statt. Wenn auch nicht so, wie wir es uns erhofft hatten. Also mal rückblickend betrachtet, 3 Monate sind faktisch vergangen. Haben die Maßnahmen Wirkung gezeigt? Konnten wir die Couch beschützen? Ja. Ja? Also ich bin so überrascht. Also ich war überrascht und bisher bin ich total überrascht, dass es funktioniert. Einmal ist uns aufgefallen, als wir die ganzen Kratzpappen und Kratzbäume weggetan hatten, um den Staubsaugerroboter fahren zu lassen, haben wir vergessen, sie wieder hinzutun und dann fingen sie an der Couch zu kratzen. Ja. Also es geht wirklich darum, ihnen ein alternatives Angebot zur Verfügung zu stellen mit diesen ganzen Kratzmöglichkeiten auf dem Boden. Also das war erstaunlich, oder? Ja, das war mein Fehler. Ich habe das vergessen, wieder auf den Boden hinzulegen. Aber dann wussten wir, dass es wirklich funktioniert. Ja. Etwas Kleineres wäre in Anbetracht der Größe der Couch ja auch gar nicht gerechtfertigt gewesen. Also tatsächlich scheint es aber so, als könnte ich am äußersten Ende genau die 2 Schrauben installieren. Aber nur ganz knapp. Mein Verband war zu der Zeit zwar schon wieder ab, doch das unangenehme Gefühl im frisch vernarbten Gewebe bewegte mich unverändert dazu, entweder meine schwache Hand oder unnütze Finger meiner rechten Hand zu benutzen. Auch die Tatsache, dass ich an dem Tag alleine war, machte die Angelegenheit nicht einfacher. Jeder, der schon versucht hat, Wasserwaage und anzubringendes Möbelstück gleichzeitig zu halten, wird wissen, was ich meine. Ja, wie ging es denn eigentlich mit meinen fast abgesägten Fingern und dem Verband? Das Problem an der Verletzung meiner Finger war ja, dass es in der Nacht vor der Weihnachtsfeier passiert ist. Ich musste am nächsten Tag also kochen und bin nicht zur Nachfolgeuntersuchung gegangen, wie es mir das Krankenhaus geraten hatte. Ich hatte ja keine Zeit. Bei der Nachfolgeuntersuchung hätte ich aber wahrscheinlich erfahren, dass man Verbände regelmäßig wechseln muss. Ich hatte noch nie davor einen Verband, ich wusste nicht, dass man sie wechselt. Erst als meine Gäste bei der Silvesterfeier gefragt hatten, warum denn der Verband so schmutzig aussah, ist uns meine Wissenslücke bewusst geworden. Also habe ich ein paar Tage später die ortsansässige Arztpraxis angerufen und ihnen die Situation geschildert, dass ich den Verband seit 2 Wochen trage und noch nicht gewechselt habe. Und ich habe sofort einen Termin bekommen. Die scheinen nicht sehr viel zu tun gehabt zu haben, tolle Flexibilität bei der Praxis, kann ich nur weiterempfehlen. Und am Ende war auch alles gut. Es war ein bisschen schwierig, die Verbandslappen von meinen Hautlappen zu trennen, aber am Ende haben wir auf jeden Fall gesehen, die Wunde ist gut verheilt. Der Arzt hat mir geraten, das nicht nochmal so zu machen, aber das habe ich ja sowieso nicht vor. Zu allem Überfluss hatte ich auch noch den großen Akkuschrauber in der alten Wohnung zu Renovierungs- und Übergabezwecken zurückgelassen und musste mich mit einem altersschwachen Minischrauber durch die Wand kämpfen. Ach ja, der Hammer war übrigens auch gerade in der alten Wohnung. Zum Einsetzen des Fernsehers in die Wandhalterung war Tuyet dann zum Glück da. Die Kabel müssen dann noch mit Hilfe der Sockelleisten besser versteckt werden, aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, dann. Ja, dann. Also, Sofadecken sind jetzt auch schon am Start. Dann müssen natürlich noch gewaschen werden, aber
eigentlich kann es losgehen hier mit Filme gucken. Ein großer Traum, den wir uns hier erfüllt haben, wir zwei. Die blaue ist deine Lieblingsdecke, ich nehme die rote und die gelbe ist für Gäste. Genau. Seit wir die Katzen einmal nachts rausgelassen hatten, war das Interesse, tagsüber die Umgebung zu erkunden, vollständig erloschen. Aber sie kommen inzwischen sofort heim, wenn man sie nachts ruft. Wenn sie tagsüber mit der Außenwelt interagieren, dann um sich mit dem Nachbarskater Freddy zu streiten.